So tief in Gedanken. Etliche Stunden habe ich damit verbracht, nichts dabei ausgelassen, um meine Angelei zu vollenden. Die Donaurolle, sie ist da, am Papier vor mir. Habe sie weiterentwickelt, bin reingekippt, fast bis zum Irrewerden. Ja, die Angelei hat sich weiterentwickelt. Neue Techniken, neue Geräte. Die Freilaufrolle war da. Eine Angelmethode, wo sich der Fisch selbst hakt. Der Fisch nimmt den Köder auf, hakt sich selbst und man hat nicht mehr einen Biss, sondern einen Run. Von der Angelrolle wird Leine abgezogen, bei den Freilaufrollen mit ein eigenes Bremssystem, die Freilaufeinrichtung. Jetzt da bin ich weiter angeln gegangen mit meinen alten Geräten, habe diese neue Technik dann praktiziert mit alten Rollen, die ich sehr liebe, bis heute mit den Abus, schön klein, leicht, tolle Bremse und auch feiner Sound. Sind über 40 Jahre alt, diese Dinger. Ich habe die Bremse, die Drillbremse gelöst und wenn ein Biss ist und der Fisch nimmt Leine, zieht der Schnur ab. Jetzt war das Problem, dass die Geräuschentwicklung. Also die Kollegen fischen ja sehr viele bekanntlicherweise mit sogenannten elektronischen Bissanzeigern. Das ist ein sogenanntes No-Go für mich. Das vertrage ich überhaupt nicht. Im Einklang mit der Natur mag ich das nicht. Ich mag das abgespeckt. Aber ich wollte meinen Fisch beim Biss auch hören, dieses Geräusch. Jetzt haben wir angefangen, habe ich eine Rolle aufgemacht, mir das angeschaut, wie das drinnen ausschaut und haben angefangen, diese zu tunen. Ein Schlosserkollege hat mich aufmerksam gemacht, man könnte hier eine stärkere Feder reingeben. Er war gerade dabei, ein altes Bösendorfer Klavier zu zerlegen und hat mir eine Schachtel voll Klaviersaiten gegeben, unterschiedlicher Stärken. Ich habe mir das angeschaut, die eingebaut und habe dann erreicht, schon so einen Klang. Hat man schon besser gehört. Aber immer noch Rolle ohne Freilaufeinrichtung. Die Klänge sind auch sehr unterschiedlich, haben sich die gestaltet, je nach Querschnitt vom Draht oder der Länge vom Draht. Ein richtig schöner Zwieklang. Oder dann so. Die habe ich geliebt. Herrlich, dieses Geräusch. Da sind verschiedene Klaviersaiten, die wir dann eingebaut haben, habe ich dann ausgereizt und schon so dicke Saiten reingegeben, dass die schon dann eigentlich beim Drill manchmal gebrochen sind. Und dann hatte ich kein Geräusch. Aber ich habe immer noch mit meinen alten Geräten gefischt. Irgendwie wurden die Fische immer größer. Und nach einem Angeltag in einem Sommer 2002 komme ich nach Hause und denke mir, das geht nicht so weiter. Ich habe keine Angelrolle finden können, die mich irgendwie zufriedenstellt, die mir Freude bereitet. Da habe ich Zettel und Blei genommen nach dem Angeltag und habe eine Angelrolle gezeichnet. Wie heißt sie denn? Die Donaurolle. Klar. Dann habe ich ein Modell gebaut. Das ist eine Trappe aus Holz. Eigentlich ohne Gedanken an ein Geschäft irgendwas. Ich bin zu Freunden und Kollegen gegangen, kann man das bauen. Dann ist es wieder liegen geblieben über die ganze Saison. Am Anfang der Saison wieder. Was machen wir mit der Rolle? 2 junge Studenten haben ihre Diplomarbeit mit der Konstruktion gemacht. Es kam zu keinem Bau. Ob diese Konstruktion dann umsetzbar wäre, sei dahingestellt. Jedenfalls habe ich weitergesucht. Mit den Hochschulen hat es nicht funktioniert. Ja, dann ist die Geschichte weitergegangen. Dann war der Schritt durch eine Bekannte, habe ich gewagt, in die Privatwirtschaft mittels Förderungen, haben wir dann wirklich angefangen zu bauen. Dann habe ich den Diplom-Ingenieur Klaus Herzer kennengelernt, war schon bei anderen Adressen vorher, alle haben nur den Kopf geschüttelt, was will der eine Angelrolle bauen, was soll das? Ja, ich will die Angelrolle bauen und ich habe eine klare Vorstellung, wie sie aussieht, was sie kann und dass sie auch gut klingen mag. Ein guter Klang ist relativ. Was klingt gut und was klingt nicht gut.
Das ist auch eine der größten Herausforderungen. Jedenfalls haben wir es dann über Jahre geschafft und den ersten Prototyp fertigstellen können.